Das ist was ganz Besonderes. Das ist ein E-Smart von Liontron. Das könnte aber auch irgendein anderer sein. Und das ist ein Wohnmobil, das aber komplett von oben bis unten auf Elektrik steht. Weder Gas noch Diesel noch irgendwas anderes. Nur der Motor wird mit Diesel angetrieben. Und die Restenergie, und das sind sage und schreibe über 1000 Wattstunden Solar auf dem Dach, die wird tatsächlich genutzt, um diesen E-Smart immer wieder voll zu machen. Ja, ich grüße dich herzlich. Stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin der Wolli. Hallo Wolli. Ja, du bist der Inhaber von Liontron. Und Green Akku, ja. Und Green Akku. Ja, ihr seid ein großes Unternehmen. Ihr macht einige Dutzend Millionen Umsatz, so ist es. Und ihr habt etwas entwickelt, das sind Batterien, die man servitieren kann. Und zwar so einfach, die sind nur noch zusammengeschraubt und nicht geschweißt. So ist es. So sieht es aus. Wir haben eine nachhaltige Batterie, so nennen wir das. So, und hier ist was ganz Besonderes. Das ist etwas, wovon man träumt. Was ist da alles verbaut? Unter anderem mit dem Wohnmobil. Ja, ganz kurz erkläre ich dir das. Das ist ein E-Smart Cabriolet. Also mit elektrisch auf, Ding heraus, ist das eine schicke Sache beim Fahren. So, das Ganze ist gebaut auf einem Spezialanhänger, komplett aus Aluminium. So, wiegt der Anhänger keine 250 Kilo, nur. Kann aber 1500 Kilo hat er insgesamt Last. Das heißt, wenn ich die 1100 Kilo von dem Smart da drauf stehen habe, plus die 250 Kilo, habe ich noch 200 Kilo Reserve, Gewichtsreserve, die ich nutzen kann, um all das, was im Wohnmobil nicht mehr reinpasst vom Gewicht, hier zu parken, in dieser Kiste, in der Alukiste oder im Fahrzeug. So, das ist der Zweitnutzen. So ein E-Smart, den kann sich jeder kaufen, weil er Spaß dran hat, weil er den im Privatleben braucht für kurze Strecken. Ja. Er muss dann nur zusätzlich noch sich diesen Anhänger kaufen. Den kriegt man von aluhänger.de aus Deutschland. Ein deutsches Produkt, wird in Deutschland gefertigt. Liegt irgendwo bei 2000 €. Plus Mehrwertsteuer, ist also nicht teuer. Den Smart da drauf zu fahren dauert 5 Minuten. Er hat hier einen Standardlader. Dieser Lader ist verbunden, also diese Ladebuchse mit einem Standardlader, auch vom Smart selbst, 2 kW. Weiter geht es hier zu einer WLAN-Steckdose. WLAN-Steckdose ist eine Steckdose aus dem Solarbereich, die dazu gebaut ist, 30 Jahre im Freien zu leben. Völlig wasserdicht. Ne? So. Und das kann man natürlich auch mit dem Werkzeug, ohne Werkzeug gar nicht trennbar. Man muss also hier so einen Schraubenzieher reindödeln, da kann man das trennen. So. Das ist immer verbunden, das Ding. So, wenn man jetzt fährt mit dem Fahrzeug, und hat Überschuss, dann gibt es hier eine Logik drin. Diese Logik besagt, das kann man einstellen, ist frei programmierbar, wenn in der Batterie mehr als so und so viel Prozent Kapazität ist, dann gibt er auf diese Steckdose die 2 kW, um den Smart zu laden. Der Smart hat eine Batterie von 21 Kilowattstunden, was ihm eine Reichweite von zwischen 100 und 150 Kilometer gibt. Also im Winter nur 100, im Sommer 150. Wenn man zart fährt, noch ein bisschen mehr. Reicht in der Regel, um kleine Ausfahrten damit zu machen, während des Urlaubs. So. Wäre die Batterie ganz leer, würde es 10 Stunden dauern, den zu laden. In der Praxis wird die aber nicht ganz leer, sondern wird die vielleicht mal halb leer. Dann brauche ich 5 Stunden entweder fahren oder ich kann das ja auch hier anschließen, wenn er daneben steht. Der wird dann über Solar geladen, oder? Der wird über die Batterien des Fahrzeugs geladen. Die Batterien des Fahrzeugs werden über Solar geladen oder über den Ladebooster oder über Landstrom. Das heißt also, es kann sein, dass der dann auch über Diesel praktisch geladen wird während der Fahrt. Ja, während der Fahrt, der Ladebooster dann am Motor hängen, wäre das dann über Diesel. Wenn ich keine Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, da ich hier 1180 Watt Solar habe und man zwischen 600 und 1000 Watt Ertrag hat, je nachdem wie die Sonne steht, man den aber am Urlaubsort gar nicht braucht, diesen Ertrag. Weil am Urlaubsort hast du ja nur den Kühlschrank und mittags kochst du ein bisschen auf Induktion. Und ansonsten vielleicht läuft die Klimaanlage mal eine halbe Stunde abends, hast du einen riesigen Überschuss. Ja, und den pumpst du dann hier ins Auto rein. Ja, sehr, sehr interessant ist das auch, wenn du stehst am Campingplatz. Du hast zum Beispiel 6 Ampere Absicherung, du hast einen Netzmangelausgleich dran, dann werden erstmal die Batterien vollgeladen, dann der Smart, oder? So sieht's aus, ja. Stark. Und du kannst ja, da hier ein Victron-System drin ist, wo du die Fremdstrombezug, den kannst du ja bei Victron auf 6 Ampere einregeln. Ja? Da kannst du niemals die Sicherung vom Campingplatz killen.
Ja, mit 6 Ampere wird er auch irgendwann voll, oder? Der wird voll. Die Batterie wird irgendwann voll, wenn du Zeit hast. Nur eine Frage der Zeitfaktor, ja. Und der Smart wird auch voll. Ja? Aber so ich bin mit dem Ding schon mal gefahren, in einem Kurzurlaub. Und bei gutem Wetter braucht man nichts anderes. Bei gutem Wetter reicht die Solaranlage, um das Ding immer bei Laune ist. Wenn ich dann natürlich jeden Tag 100 Kilometer mit dem Smart rumgurke, dann wird es schwierig, den zu beladen. Ja, da brauche ich vielleicht mal einen Stromanschluss, immer an der Nacht, an der Steckdose, um das Ding wieder voll zu kriegen. 11,5 Wattstunden, das sind ungefähr wie viel Ampere? Sind das schon so 100? Nein, wenn ich 1100 Wattstunden hier oben habe, dann sehe ich dann auf meiner Uhr 92 Ampere. Das meinte ich, ja. Ja, also geteilt durch 13. Ja. Muss immer also Wattstunden, die du hast, Wattertrag geteilt durch 13 gibt Ampere in die Batterie. Okay. Wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, ja, das stimmt. Wenn die Sonne nicht scheint, pass auf, jetzt ist ein ganz witziger Trick, wenn die Sonne jetzt abgeschlossen ist. Hier ist ein Honda 2 kW noch drin. Wie viel? 102 kW? Ein Honda kleiner Generator Moppel. mit 2 kW, ein Moppel für die Pessimisten unter uns. Der Range Extender. Ja, Range Extender. Ne? Cool. Den haben wir sowieso gehabt in der Firma aus anderen Projekten. Haben wir gedacht, tun wir den mal rein. Du, das ist aber jetzt keine Atomphysik. Das heißt, du hast Das ist hier... ganz normal, das ist nur eine Idee. Das ist nur eine Idee. Das heißt, du hast hier einen Wechselrichter dran, da kommt 230 Volt raus. Du hast eine Steuerelektronik dran. Ja. Sobald die Batterien einen Ladezustand N erreicht haben, geht die Leistung dann Ganz einfach, korrekt? ganz simpel. Okay, Kann verstanden. jeder machen, der ein bisschen mittelgroßes oder großes Wohnmobil hat, der zu Hause ein Smart hat, der kauft sich für 2000 € den Hänger, plus Märchensteuer allerdings, ne, 2,4, und dann hat er die Lösung. So ist es. Mehr ist eigentlich nicht dabei zu tun. Der ist so leicht. Ja, der normale Smart wiegt 800 Kilo. Nein, ich meine der Hänger. Der Hänger 250 Kilo, ja. Komm ich ja gar nicht drüber weg. Komplett Aluminium. Schau mal da unten, siehst du, das ist alles Aluminium. Da ist kein Stück Stahl dran. Das ist aber noch nicht so gut kommuniziert. Das heißt, viele kaufen sich ja schwere Stahlanhänger. Aber was reden wir denn beim Weil sie Stahlanhänger? nicht wissen. Stahlanhänger Mehr, 500 Kilo, oder? Ja, ne, ist umgekehrt. Wenn er groß ist. Ein kleiner Stahlanhänger, der wiegt 350. 350. Den hätten wir als Alternative gehabt. Es gibt so einen zum Klappen, einen kleinen Stahlanhänger. Der wiegt 350. Aber da wir hier mit jedem Kilo geizen wollten, wegen der Zusatzlast. Ja. Weil unser Wohnmobil, wenn das voll getankt ist, dann darf ich nur alleine fahren, da bin ich schon um 3% überladen. Ja. So, ne? Also, wenn ich da Leute drin habe, dann darf ich den Tank nicht mehr voll machen und alle Last, die ich sonst drin habe, alle schwere, die muss ich hier auf den Hänger laden, weil dieses Wohnmobil ist was Besonderes, das ist so autarker geht's nicht. Das Ist es hier ein 3,5 Tonnen Wohnmobil? 3,5 Tonnen, ja. So, das heißt, das Gesamtzuggewicht ist auch definitiv unter 7,5 Tonnen. Ja. Das heißt, du fällst auch nicht unter irgendwelche Fahrtenschreiberregeln, du brauchst gar aber, nichts. Nein, du brauchst aber diesen BE mit Anhängerschein. Okay, verstanden. Na, weil er über 750 Kilo hat, der Anhänger. So, vielleicht noch kurz zu euch. Ihr seid ja Hersteller von Lithium-Batterien. Ihr habt 2 Firmen und du machst das Ganze schon wie lange? Wir machen das im Prinzip seit 2003. Seit 2003. Ja, aber seit 2003 haben wir nur also autarke Systeme vertrieben. Noch keine Lithiumbatterien, die gab es damals noch nicht. Okay, was war das damals, autark? Autarke Systeme, Victron. Wir machen Victron schon so lange. Victron im Bereich Boote, im Bereich Hausanlagen. Okay, also als Stromersatz zum Beispiel, wenn du keinen Strom hast. Ja, das machen wir. Immer. Verstehe. So. Mittlerweile haben wir mit dem Green Akku Shop, den größten europäischen Shop. Was ist das, Green Akku? Green Akku. Jeder kennt das, außer dir. Außer dir, wenn du es mir kurz erklärst. Green Akku Shop. Dort kannst du alles kaufen, was du brauchst, wenn es zum Thema Solar und alternative Energie geht. Okay, das heißt Solarpanels, alles? Alles. Okay. Das ist ein Shop, der macht 50 Millionen Umsatz im Jahr. Der ist also in Europa jetzt weiß es. Ja. unerreicht. Also wenn du mal Solar-Laderegler eingibst in Google, Ja, dann kommt sofort ein. 30 Angebote von Green Akku. So machen wir es. Und du. Solarmodul auch, ja? So, und das ist dein Außenstand. was hast du? Stopp, warte, da machen wir ein extra Video zu, wenn das okay ist für dich. Ja, Machen wir erstmal, also großes Thema. Ich lade meinen Smart mit überschüssiger Energie aus den Solarpanels aus dem Wohnmobil. Das ist ja mal eine klasse Sache. Das heißt, du könntest als Studentin oder als, ich sag mal, Auszubildende oder was weiß ich, du bist jetzt Schauspielerin, könntest du dir das kleine Wohnmobil kaufen, kaufst dir den Smart, könntest darin wohnen, hast dein Fahrzeug noch mit dabei, Kann ich dann immer stellst dich extra vor die Uni rumfahren, ne? Genau. und du brauchst nie wieder zur Tankstelle. Ja, Wahnsinn. Perfekt. Wohnmobil, wenn sie viel fährt. Ja, muss sie zur okay, wenn ich Tankstelle. viel fahre, Jetzt aber noch eine kurze Frage. Im Winter, wie ist da der Ertrag ungefähr? Was kann man rechnen, wenn es so bewölkt ist wie Ja, pass jetzt? auf, es ist so. Eine PV-Anlage Ja. bringt
ohne Sonne ungefähr 10% ihrer Nennleistung. Ja. Also wenn die jetzt 1180 Watt hat, würde die im Winter 118 Watt bringen. Okay. 118 Watt reicht, um zu überleben mit Ja. all deinen Verbrauchern, vielleicht, aber nicht um den Smart zu laden. Okay, verstanden. Ja. Vielen, vielen Dank. Schön, Robert. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind auf dem Caravansalon 2021, der 60. auf dem Stand von Liontron. Und hier, ja, der Smart, der vom Wohnmobil geladen wird. Große Revolution. Tschüss.